Ja, herzlich willkommen hier auf unserem Kanal Barbecue aus Baden. Heute mache ich eine Geflügel-Liona. Wenn ihr sehen wollt, wie ich es gemacht habe, bleibt dran, schaut es euch an. Viel Spaß dabei. Ja, heute habt ihr schon gehört, gibt es bei mir Geflügel-Liona. Ich habe hier 1,2 Kilo Hähnchenkeulen. Die habe ich ausgelöst und dann habe ich probiert, Hähnchenfett zu bekommen. Habe ich nicht bekommen. Da habe ich Schweinerückenspeck genommen. Wenn ihr das nicht nehmen wollt, dann lasst es einfach weg. Die Hähnchenkeulen habe ich mitsamt der Haut klein geschnitten. Haut bringt Geschmack, ist schon ein bisschen Fett noch mit drin. Deswegen brauche ich nicht so viel von dem Schweinerückenspeck. Zu den Gewürzen, da habe ich Pökelsalz, da habe ich ein Kutterhilfsmittel, dann brauche ich Pfefferweiß, Ingwer, Knoblauchpulver, Muskat, eine Chili getrocknet und 200 Gramm Eis. Das war's mit der Präsentation. Wir gehen sofort zum Wolf, lassen das Fleisch durch und dann wird das Ganze nämlich gekuttert und jetzt erst einmal zum Wolfen. So, jetzt beginnen wir zu wolfen. Zuerst werde ich den Schweinerückenspeck durchlassen, durch die 3 mm Scheibe, weil der kommt später beim Kuttervorgang mit dazu und damit beginnen wir jetzt mal. So, Speck ist durch und jetzt geht's gleich los mit dem Hähnchen. Allerdings müsst ihr darauf achten, dass ihr die ganze Fleischsachen vorher im Froster habt, dass das Fleisch gut temperiert ist. So, wir beginnen wieder. So, gewolft habe ich alles. Jetzt kommt das Ganze nochmal für eine gute halbe Stunde in den Tiefkühler, dass das auch nochmal richtig gekühlt wird, weil durch das Wolfen entsteht natürlich Wärme. Ab in den Tiefkühler und dann sehen wir so 20 Minuten wieder. So, da bin ich wieder. Das ist der neue Begetal Tischkutter für 5 Liter Füllmenge, also die maximale Kuttermenge sind 2,5 Kilo. Ich habe jetzt hier 1,5 Kilo drin. Ich habe schon mal etwas getestet. Da ist der Rest vom Fleisch ist auch gleich mit dabei. Jetzt beginnen wir das Fleisch zu kuttern und da hole ich euch gleich wieder zu. Was wir gleich noch mit dazu tun, ist das Salz. Dann verschließen wir mal und starten mal. Und wenn die restlichen Zutaten dazukommen, dann hole ich euch wieder mit dazu. So, der hatte schon ein paar Umdrehungen gemacht. Jetzt stoppen wir mal kurz. Nehmen den Deckel mal runter. Ja, der macht richtig schön fein. So, jetzt kommt das Fett mit dazu. Dann das restliche Eis. Die restlichen Gewürze. Deckel wieder drauf. Und jetzt kuttern wir bis auf 12 Grad. So, wir starten wieder. Und dann hole ich euch wieder mit dazu. Die Brät habe ich jetzt in einen Spritzbeutel gefüllt. Ich habe gedacht, wegen der geringen Menge die große Abfüllmaschine dreckig zu machen, lohnt sich nicht. Jetzt machen wir es einfach mal so, dass wir die Därme einfach mit der Spritzhülle befüllen. Und jetzt zeige ich euch einmal und den Rest mache ich dann so selber fertig. Ne? Gut, gehen wir wieder raus. So. So. Ja, perfekt. So, ich habe jetzt noch 3, 4 Därme. Die mache ich noch schnell. Und wenn da noch was übrig bleibt, dann mache ich es in ein Glas. Ja, also wie gesagt, wir sehen uns dann beim Binden wieder. So, jetzt binden wir ab. Heute habe ich Hilfe. Dann ist es natürlich wesentlich entspannter. Ein ganz normaler Doppelknoten rein. So, das war's.
Also total easy, wenn man Hilfe hat. Gut. So, ich würde sagen, der Rest machen wir jetzt fertig und dann holen wir euch wieder dazu, wenn es zum Brühen geht. So, da bin ich an unserem Einkochautomat, den habe ich eingestellt auf 78 Grad, 1 Stunde und die Würste sind schon drin. Wir öffnen mal den Deckel, da dürfen sie schwimmen. Ich mache gleich wieder zu. Sehr kalt ist hier draußen und ich würde sagen, wir sehen uns dann zum Anschnitt wieder. In einer Stunde ist hier mit Sicherheit schon dunkel, da sieht man sowieso nichts mehr, dann sehen wir uns beim Anschnitt morgen. So, da bin ich wieder, Geflügel-Lioner, da habe ich sie liegen, schön durchgekühlt. Jetzt schneiden wir sie einfach mal an, macht da so einen Mittelschnitt. So sehen sie aus. Sehen echt gut aus, oder? Ja. Ich würde sagen, der Versuch ist gelungen. Zum ersten Mal mit dem Kutter gearbeitet. Da kriegt man eigentlich die Masse viel, viel feiner, wie wenn man sie ohne Kutter oder mit dem Zauberstab macht. Ja, hat richtig viel Spaß gemacht. Dann werde ich sagen, dann beende ich das Video hier. Ihr habt so gesehen, das Ergebnis, ich zeige es euch noch einmal. Das Ganze sieht richtig gut aus. Ja, mehr gibt es auch nicht zu sagen. Habt gesehen, wie ich es gemacht habe. Dann werde ich sagen, ich verabschiede mich hier. Bis zum nächsten Video. Ich bin raus. Euer Thomas. Ciao, ciao.